Also mit dem Ziel, dass er verstanden wird. Das Ziel ist, dass wir immer das Kind sehen mit seinem Bedürfnis oder mit seinem Thema, das es da zu uns bringt, auch wenn wir es gerade nicht ändern können. Hallo und herzlich willkommen bei Loslassen und gemeinsam wachsen, deinem Podcast rund um bewusste und bedingungslose Elternschaft. Mein Name ist Manuela Festel, ich bin Mama, Mutmacherin und vor allem Mentorin für achtsame Kommunikation und gewaltfreie Konfliktlösung mit Kindern. Und genau darum geht es auch hier in diesem Podcast. Ich zeige dir, wie du deinen Weg in eine bewusste, authentische und bedingungslose Elternschaft findest und Konflikte schließlich mit deinem Kind achtsam, respektvoll und gewaltfrei lösen kannst. Ganz ohne Schimpfen und Bestrafen. Bist du bereit? Na, dann lass uns loslegen. Bevor es gleich losgeht mit der heutigen Episode, möchte ich dich ganz herzlich zu meinem Adventskalender verbunden sein. Mehr Verbindung und Nähe im Familienalltag einladen. Hier erhältst du von mir kostenfrei vom 1.12. bis zum 24.12. jeden Tag einen kleinen Videoimpuls darüber, wie du mehr mit dir, mit deinem Kind und mit deinem Partner in Verbindung kommst. Denn du weißt, die bewusste Elternschaft ist das Thema, worum es hier im Podcast und in meiner Arbeit geht. Und das Gefühl der Verbundenheit ist ein entscheidender Baustein, nämlich das Fundament für Vertrauen, für Sicherheit und emotionale Nähe. Die nämlich wiederum beeinflussen die emotionale und soziale Entwicklung von Kindern und legen den Grundstein für ein starkes Selbstwertgefühl, für eine hohe Resilienzfähigkeit und gesunde Beziehungen im späteren Leben. Wenn es dir so geht wie mir, nämlich dass der Dezember und besonders die Adventszeit so voll ist mit Terminen und Aufgaben, To-Dos und wir manchmal hier extrem im Funktionsmodus sind, schnell Wut, Groll und Frustration, unsere Routinen, die manchmal gut oder weniger gut funktionieren und vor allem alte Erinnerungen und Gedanken präsent sind, dann ist der Fluss der Liebe blockiert. Dann haben wir keine gute Verbindung mehr zu uns, zu unserem Kind und zu unserem Partner. Dann bleibt leider wenig Raum, sich achtsam, bewusst und liebevoll zu verbinden mit dir selbst, um Energie zu tanken, mitfühlend zu sein und sich dementsprechend auch mitfühlend und liebevoll deinen Herzensmenschen zuzuwenden. Genau hier möchte ich dich nochmal darauf hinweisen, zum Adventskalender verbunden sein dazuzukommen, denn du erhältst in dieser herausfordernden und gleichzeitig ja doch so besinnlichen Zeit von mir Tag für Tag kleine Erinnerungen und Impulse, die du wie kleine Achtsamkeits- oder Liebesinseln in deine Beziehungen im Alltag einbauen kannst und sie dadurch stärkst. Jeder Impuls von mir ist so ausgelegt, dass sie den Fluss der Liebe wieder in Gang bringen, ohne dass du viel Zeit und Energie in intensive Übungen investieren musst. Meine Liebe, ich freue mich, wenn du dabei bist. Die Adventsreise, die ist für dich da, um dich zu unterstützen, dich zu inspirieren, dir zu helfen, präsenter zu sein und deinen Beziehungen kleine Momente der Nähe und Verbundenheit zu schenken. Wenn du dabei sein magst, dann melde dich gerne an unter sprachzeichen.de/verbunden-sein oder du nimmst direkt den Link, den du hier unterhalb dieses Podcasts in den Shownotes findest. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der heutigen Episode. Hallo meine Liebe, schön, dass du heute wieder hier bist bei einer meiner Q&A-Episoden. In diesen speziellen Folgen beantworte ich eine Frage aus meinem Mentoring-Programm Gemeinsam wachsen, in dem Mamas im Coaching ihre persönlichen Herausforderungen im Alltag mit ihrem Kind mit und in der Community teilen und von mir Klarheit, Bewusstsein und natürlich Impulse und Anregungen zur Konfliktlösung bekommen. Ich freue mich, dass ich dir hier im Podcast meine Werkzeuge, Einblicke und Reflexionsfragen an die Hand geben kann, damit du und dein Kind an den Herausforderungen und den Konflikten, die ganz natürlich in jedem Familienalltag sind, gemeinsam wachsen könnt.
Wie immer geht es hier um Prinzipien der bewussten Elternschaft. Das heißt, es geht um achtsame, bewusste Kommunikation, authentische Verbindungen und das Loslassen von alten Verhaltens-, Denk- und Sprachmustern. Wenn dir das Thema heute gefällt und du mehr über gemeinsam wachsen erfahren möchtest, findest du wie immer weitere Infos dazu in den Shownotes. Wie gewohnt lese ich dir jetzt erst einmal die Frage der Mama aus der Community vor und dann geht es auch schon direkt los. Ich wünsche dir ganz viele Erkenntnisse, Klarheit, Bewusstsein und vor allem Freude bei dieser Episode. Los geht's. Liebe Manuela, der hat ganz bestimmte Vorstellungen davon, wie seine Hose sitzen soll, ohne Falten. Er zieht nur noch Leggings an und wenn beim Anziehen eine Falte im Knöchel erscheint, schreit er auf und reißt sich die Hose wieder runter. Angeschrien werden wollen wir natürlich nicht und eine Hose anziehen, die sofort wieder ausgezogen wird. Es ist anstrengend. Wir versuchen morgens das Fertigmachen mit Spiel und Spaß und Leichtigkeit zu gestalten, aber nichts klappt. Die Anziehsachen suchen wir abends gemeinsam aus, sodass das morgens schon mal wegfällt. Aber Diskussionen über Falten gibt es trotzdem jeden Morgen. Er ist richtig verzweifelt, weil er alleine die Falten nicht wegbekommt, aber wir können es eben auch nicht. Ein klarer Fall von, so ist nun mal die Welt. Aber das will ich natürlich nicht sagen. Hast du eine Idee? Liebe Grüße. Ich habe dich ja schon gefragt, gell, ob es um Bügelfalten geht oder grundsätzlich, dass sich halt die Hose faltet, wenn eben der Stoff sich bewegt. Ich gehe jetzt mal vom Letzteren aus. Also wirklich halt Falten, die da sind und die sich durch den Stoff eben bewegen. So ist nun mal die Welt. Du sagst das, genau so ist nun mal die Welt. Wie ist denn der Zustand momentan? Hat sich es schon wieder ergeben? Es ist ja doch jetzt ein paar Tage schon her. Wie geht's dir? 4,5. Wo steht da gerade? Er ist auf jeden Fall frustriert. Egal, was jetzt gerade entwicklungstechnisch los sein möge, das mit den Falten, das ärgert ihn auf irgendeine Art und Weise. Was du machen kannst, ist erstmal dich um dich kümmern. Der erste Weg ist immer, dass du dich um dich kümmerst, damit du diese schwierigen morgendlichen Situationen irgendwie überstehen kannst. Dann ist mir eingefallen tatsächlich, natürlich das Spiel, mit Spiel und Spaß und spielerisch, ihm deine Falten zeigen. Das wäre jetzt noch was, dass du tatsächlich auch sagst, Mann, ich habe hier auch eine Falte, wie kriegen wir die denn weg? Vielleicht brauche ich irgendwie, also mit Fantasie, mit Zauber, vielleicht habe ich irgendein Zauberspray, mit dem ich das irgendwie glatt kriege oder ihr nehmt irgendwie einen schweren Stein und versucht es dann glatt zu bügeln, dass er, also mit dem Ziel, dass er verstanden wird. Das Ziel ist, dass wir immer das Kind sehen mit seinem Bedürfnis oder mit seinem Thema, das es da zu uns bringt, auch wenn wir es gerade nicht ändern können. Es gibt einfach Themen auf der Welt, wie du es so schön schreibst, so ist die Welt nun mal, die können wir nicht ändern. Krieg, ja, zum Beispiel. Da können wir gerade nichts machen. Und so ist die Welt eben nun mal. Und wir wünschten uns, es wäre anders. Und dann kann ich in diesem Wunsch, in dem ich bin, in der Fantasie versuchen, die Dinge zu erfüllen. Wenn ich könnte, dann würde ich jede Falte wegmachen oder ich würde den Stoff steif machen und dann mit ihm überlegen, aber wenn der Stoff steif ist, dann kann ich mich ja vielleicht gar nicht mehr in der Leggings bewegen. Also so mehr in die Richtung. Natürlich auch raushören, worum es wirklich geht. Also was hat diese Falte da? Was bringt diese Falte eigentlich an Kampf mit sich? Juckt es ihn dann vielleicht oder ist das unangenehm, weil es sich so wölbt, dass er diese Wölbung spürt? Oder findet er, es schaut komisch aus oder erinnert ihn das an irgendwas? Er schaut es aus wie eine Schlange, die ihm irgendwie Sorgen bereitet. Also da wirklich nochmal diese Ebene tiefer aufzumachen und zu schauen, geht es eigentlich um die Falte oder geht es um ein Gefühl, das er dabei hat, wenn er die Leggings anzieht und sich das dann kräuselt. Das wäre noch relevant, um das Ziel zu erreichen, dass er sich verstanden fühlt. Beispiel dazu. Was ich meine konkret mit aktivem Zuhören in dem Fall ist bei mir gewesen vor einer Woche ungefähr oder vor ein paar Tagen, als ich meine beiden Töchter ins Bett gebracht habe. Ich liege in der Mitte und links und rechts jeweils eine von mir. Und die Große sagt, sie will uns was vorlesen. Und ich war voll hellauf begeistert, voll gut. Und die Kleine, die fand das natürlich total doof, natürlich in Anführungszeichen. Die wollte es nicht. Nein, ich will nicht, dass du vorliest. Nein, ich will nicht. Ich will, dass die Mama vorliest. Dachte ich mir, okay. Worum geht es eigentlich? Und kam dann drauf relativ schnell, weil wir diesen Fall schon mal in einer anderen Form hatten, dass ich dann gesagt habe, möchtest du ins Buch reinschauen? Ist dir wichtig, dass du ins Buch reinschauen kannst? Weil wenn ich in der Mitte liege, dann kann sie von links aus nach rechts aus nur schwer ins Buch reinschauen. Und ich weiß, dass es meiner Tochter wichtig ist, dass sie mit ins Buch reinschauen kann. Und dann sagt sie, ja, ich will ins Buch reinschauen. Und dann habe ich ihr vorgeschlagen, wie wäre es, wenn ich mit
Marie-Platztausch, wenn wir einfach Platz tauschen und oder ich gehe auf die andere Seite und du liegst in der Mitte, dann liege ich neben dir und du kannst ins Buch reinschauen. Und das war die Lösung. Das war dann was gut und sie hat sich an ihre Schwester hingekuschelt und hat zugehört, wie sie vorgelesen hat. Und das meine ich damit, dass Kinder grundsätzlich sich erstens schwer ausdrücken können. Sie können nicht genau sagen, was sie nicht wollen, aber sie können sagen, im Prinzip das Größere, nämlich ich will kein Buch, ich will nicht, dass du vorliest, ist ja quasi das viel Größere. Es geht darum, ich will eigentlich reinschauen, aber wenn du vorliest, kann ich nicht reinschauen. Und wenn wir das versuchen, durch Zuhören herunterzubrechen und festzustellen, es geht gar nicht ums Vorlesen, sondern es geht darum, dass wenn sie vorliest, sie nicht reingucken kann, es ist ein viel kleinerer Aspekt, den ich viel leichter lösen kann. Ähnlich zu, ich will nicht in den Kindergarten oder ich will nicht in die Schule. Das ist gleich quasi, ich will das ganz Große wegmachen, weil das meine einzige Möglichkeit ist, das zu beenden. Aber eigentlich will ich da nicht hin, weil ein kleiner Vorfall gewesen ist, weil quasi ein kleineres Teilthema gewesen ist. Nicht Schule an sich ist kacke oder Kindergarten an sich ist doof, sondern das, was vorgefallen ist, das, was ich gerade damit verbinde, wofür ich keine Lösung und auch keine Worte habe. Und ich sehe das bei den Falten sehr ähnlich. Ich denke, dass die Falten im Prinzip ein Symptom sind und die Ursache ist was anderes. Also kratzt oder erinnert ihn das an was. Und wenn es dir gelingt, da in die Tiefe zu gehen, im Prinzip das Symptom zu sehen und nach der Ursache zu forschen, könnte ich mir vorstellen, dass du auf den Kern gelangen kannst. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Ruhe und Entspannung, Kreativität auch, um die morgendlichen Herausforderungen gut meistern zu können. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge anzuhören. Wenn du noch mehr Impulse, Ideen oder Inspirationen auf deinem ganz persönlichen Weg zur bewussten und bedingungslosen Elternschaft suchst, dann abonniere unbedingt meinen Newsletter oder du folgst mir auf Instagram, Facebook oder Telegram. Wenn auch du mal eine Frage stellen möchtest, dann komm am besten auf meine Warteliste von Gemeinsam wachsen, meinem 12-wöchigen Mentoring-Programm von der Wut zu Respekt und liebevollen Eltern-Kind-Kommunikation. Das findest du unter sprachzeichen.de/gemeinsam-wachsen-Warteliste. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über einen Kommentar und natürlich, wenn du die Folge bei deinen Freunden und Freundinnen teilst und meinen Podcast abonnierst. Jetzt wünsche ich dir aber alles Gute. Wir hören uns sicherlich bald. Viele liebe Grüße. Ciao, ciao.